An der Stelle sage ich, die Bühne ist eure, wir treffen uns gleich wieder. Vielen Dank, alles klar. Danke, Basti. Danke. So, erstmal moin moin in die Runde. Mein Name ist Thomas Bardek, netterweise schon vorgestellt worden. Wir wollen über das Thema Normung reden, Sven und ich. Normung oder Standards in Englisch sind ja normalerweise eine sehr trockene Angelegenheit. Es werden immer lustige Buchstaben- und Zahlenkombinationen genommen, die sich sowieso keiner merken kann. Und außerdem stellt man noch fest, die irgendwann mal teuer sind, wenn man irgendwann einen Blick reinwerfen will. Und dann ist es auch noch so geschrieben, dass man eigentlich davor wie danach nicht wirklich schlauer ist, wenn man sich nicht mit dem gesamten Kunstwerk beschäftigt, sondern nur einzelne Sätze rausgreift. Das kommt auch noch dazu. Ne? Genau. Normen sind in einem Kontext. Und wir wollen heute mal hier versuchen zu zeigen, was Normung machen kann und weshalb wir seit Jahrzehnten Spaß an Normung haben, obwohl wir, Naja, vor allem, wir wollen hier mal Gesichter zeigen. Es ist ja immer so, wenn man die Norm, das ist eine nebulöse Angelegenheit. Jeder kennt noch einen Kollege, zitiert das gerne mit dem Ausbeut Verlag, wo man die Dinger dann kaufen kann. Aber es gibt keine Gesichter dazu. Und uns ist es ganz wichtig, dass wir tatsächlich auch mal die Gesichter raushalten. Ich bin der Obmann des Normenausschusses NVBF 4. Ich bin sein Stellvertreter sozusagen, genau. Genau. Und was der gesamte Normenausschuss NVBF macht, kann man kurz nachlesen. Es gibt insgesamt 7 Ausschüsse. Wir sind quasi die 4. Position, Beleuchtungssysteme und vor allen Dingen ganz wichtig, mobile elektrische Anlagen, um die es ja heute geht. Das Ganze sitzt beim DIN in Berlin angesiedelt. Und historiell ist dieser Normungsausschuss jetzt knappe 110 Jahre alt und hat mal mit der Theatertechnik, mit Bewegung auf einer Bühne, Obermaschinerie, Untermaschinerie angefangen. Und dann gab es halt eine Entwicklung. Es kam irgendwann mal die Beleuchtungstechnik mit Profilern, Stufenlinsen dazu. Es kamen irgendwann mal auch die Rundfunkanstalten dazu, HMI-Scheinwerfer etc. etc. Multikorsysteme, Potentialausgleichssysteme. Das, was eigentlich heutzutage Standard überall ist, mehr oder weniger, haben wir uns irgendwann mal vorgenommen und gesagt, man kann ja auch das, was man sowieso macht, aufschreiben, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt und damit es unter Umständen auch so eine gewisse Vereinheitlichung gibt. Ne, dass man nicht überlegen muss, das sind zwar die gleichen Stecker, aber ist das, was da drin angeschlossen ist, auch das Gleiche. Es gab gerade 80er, Anfang der 90er beim Multicore 2 verschiedene Belegungsarten für diese Han-Stecker und dann sprachen wir über diese Norm oder diese Norm und wenn es nicht zusammenpasste, dann hat es geknallt oder nicht funktioniert und das fängt ja auch schon an nervig zu sein. Die Kölner Norm und der Rest der Welt, wenn wir uns nicht dran erinnern können. Genau, so ist es. Das kennen bestimmt die einen oder anderen auch noch. So, dann gab es irgendwann, was Normung angeht, die Möglichkeit, diese eben gerade genannte 15767, die man alle 5 Jahre lang in Revision geben darf, revisioniert werden muss. Den muss. Genau, alle 5 Jahre muss quasi drauf geguckt werden. Ist es noch der Stand der Dinge? Können Sachen geändert werden? Wir haben uns an dieser Norm ein bisschen die Zähne ausgebissen, weil so schnell wollten wir es dann doch nicht durchwinken und machen lassen und haben lange an diesem Thema gearbeitet. Details kommen gleich und haben aber zumindest am 25.04. diesen Jahres die neue Version releasen können. Da ist, und die ist nicht nur nach 5 Jahren, die ist, glaube ich, nach 7 Jahren rausgekommen, weil wir uns 2 Jahre lang ganz intensiv mit Themen auseinandergesetzt haben, über die wir jetzt auch mit ganz kurz noch berichten wollen. Genau. Wenn wir sagen wir, dann ist das der Normenausschuss, der besteht aus über 20 Personen, unterstützt durch Experten. Es soll jetzt nicht der Eindruck kommen, dass wir das zu zweit gemacht haben. Nee. Und wir haben auch immer wieder, das war uns von Anfang an wichtig, weil wir selbst auch aus der Praxis kommen, die Praxis dazugeholt und geguckt haben, ist das, was wir aufschreiben, auch das, was ihr in den Unternehmen wirklich leisten wollt und leisten könnt. Ja, und deshalb gab es jetzt diese Norm-Release als Änderung. Letztendlich ist es aber eine Riesenänderung. Eigentlich ist es ein neues Werk geworden. Wenn man das Wichtigste zusammenfasst, ist es, dass der Anwendungsbereich aktualisiert wurde, das ist eigentlich Standard, dann aber auch Begriffe neu aufgelegt wurden. Es wurde endlich mal dieses Thema Mindestquerschnitte angegangen, da gab es in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen, auch in den Berufsschulen habe ich, wenn ich da immer mal wieder reinkomme, die irrwitzigsten Diskussionen gehabt, dass man immer mindestens so und so viel Quadratmillimeter für irgendwas braucht, was überhaupt nicht zu den Steckern anpasste oder zu den Anforderungen.
Dann haben wir Aluminiumleitungen mit aufgenommen, weil nach Stand der Technik, gerade im Powerlock-Bereich und alles oberhalb von 32 Ampere CE, ist Alu einfach das bessere Material. Ne? Es ist flexibler, es ist leichter, es ist günstiger und ich kann es viel besser verlegen. Kein Kupferdiebstahl mehr auf der Baustelle. Auch das Alu kommt will dazu. keiner haben. Ne? Und es ist einfach schön, wenn man 50 Meter Powerlock so nehmen kann. Ne? Das macht Spaß. Dann haben auch die Hands auf einmal wieder Lust zu arbeiten. Oder so ein 32er Ring, 50 Meter, dass man den hochnimmt und dass man ihn fallen lässt und es gibt keine Spiralen, sondern er legt sich einfach glatt hin, weil er so weich ist, viel flexibler als Kupfer. Das sind tolle Sachen und wir haben gesagt... Klingt so ein bisschen, als du einen Fetisch hast. Du, letztendlich ist es ja toll, dass es sowas gibt und in der VDE waren wir ganz starr, mobile Leitungen dürfen nicht aus Alu sein und da haben wir gesagt, wir haben aber was anderes, wir müssen Alu mit aufnehmen. Ne? Und die großen Energieversorger in der Veranstaltungstechnik haben alle diese Systeme mittlerweile oder fast alle bergeweise und es hat sich rentiert. Ne? Große Festivals werden teilweise nur noch mit Aluleitungen ausgestattet. Dann ein heikles Thema, Prüfungen. Was muss man eigentlich für Prüfungen machen? Wie intensiv? Wann ist eine Anlage sicher? Sowas haben wir aufgenommen. Wir haben tatsächlich auch Powerlock, Einzeladern, Alu und Kupfer nochmal mit Beispieltabellen aufgenommen in Anhang, dass man wirklich sehen kann, bis zu mehreren 100 Metern Länge, welchen Querschnitt brauche ich, bei welchem Strom. Und das soll es auch erstmal gewesen sein. Man kann das ja so ganz grob nachlesen. Stimmt, ich stehe die ganze Zeit im Bild, Mensch. Nee, du stehst da. Guck mal, wir tauschen mal die Plätze. Unglaublich. Dynamik. Du siehst von hier ganz anders aus. Hab dich noch gar nicht von der Seite gesehen. Mensch, Thomas. Pat und Pat. Letztendlich geht es uns darum, wir wollen ein Schriftstück haben, ein möglichst nicht umfangreiches Schriftstück, wo drin steht, wie baue ich auf, wie nehme ich in Betrieb und wie betreibe ich das Ganze. Sicher und immer mit diesem Aspekt für Veranstaltungstechnik. Also schnell hin, schnell wieder raus, es wird gesteckt und eben nicht, das ist ganz wichtig, nicht fest installiert. Also keine Diskothek, kein Studiogebäude oder sowas, sondern es wird wirklich getrennt von der Elektroinstallation errichtet. Daher auch das Motto dieses Seminars, dieses Vortrages heißt, es kommt aus der Steckdose. Bis dahin gilt es für die Feststromer oder für die elektrotechnische Installation, ganz wichtig. Und dann kommt die Einrichtung aus der Steckdose raus, egal aus welcher. Genau. Und selbst wenn es in größeren auch Mehrzweckhallen oder Messehallen überall Steckdosen gibt, errichten wir doch sehr oft ein eigenes System, dass wir einen Punkt übernehmen, ob das ein 63er, ein Powerlock-Anschlusspunkt ist oder was auch immer. Und von da legen wir parallel zu der vorhandenen Installation unsere eigenen Leitungen, eigene Verteiler, eigene Sicherheitssysteme, eigene Sicherungen und dergleichen. Und deshalb ist auch der wichtige Unterschied, dass es jetzt um alle Leitungen geht. Es geht nicht nur um die Hauptleitung, es geht nicht nur um irgendwelche Powerlock-Geschichten, es geht nicht nur um Hauptverteiler, sondern es geht um alle Leitungen ab diesem Übergabepunkt, der definiert wird, Steckdose im weitesten Sinne, bis hin zu den Verbrauchern. Ausgeschlossen, das hat produktsicherheitstechnisch oder Produktsicherheitsgesetz Grundlagen, dass die Geräteanschlussleitung nicht dabei ist. Das heißt, alles, was an einem Gerät dran ist, beziehungsweise was über PowerCon oder Euro oder Kaltgerät oder sowas zusammengesteckt wird, das fällt nicht unter diese Norm. Genau. Und ganz wichtig halt eben auch nochmal den letzten Satz von dir. Ab jetzt gilt es, wie gesagt, ab Schokodose. So. Und das Ganze hat einen Sammelbegriff bekommen. Wir mussten oder wir wollten uns auch, und das war uns immer sehr wichtig, nicht eine Parallelorganisation zum DKE, zum VDE aufbauen, sondern gemeinsam mit dem VDE, wo wir beide auch tätig sind und gerne tätig sind und viel tätig sind. Wir wollten ein Produkt haben, was für unsere Normung, für unsere Veranstaltungstechnik passt, was sich mit der DKE und der VDE ergänzt, aber was sich auch davon sozusagen eindeutig trennen lässt, weil die übliche Installationselektrik ganz andere Anforderungen hat als das, was wir brauchen. Wobei ganz wichtig eigentlich ist, so neu ist dieser Begriff ja gar Nein. nicht. Von deinem geliebten und sehr geschätzten Kollegen Herrn Heinz haben wir dieses Wort Sondernetz ja schon seit Jahrzehnten mitgeführt, allerdings noch nie in dieser wirklich
eindeutigen Bedeutung und Positionierung. Genau. Jetzt. Es tauchte mal in der VDE auf, als im Nebensatz nach dem Motto, das sind Sondernetze, damit wollen wir nichts zu tun haben. Sinngemäß tauchte das auf. Diese VDE, wo das drin stand, das sind die gibt's schon lange Nischen nicht da mehr. hinten, diese komischen Rundfunk-Heinis, Rodis, Dingsbums da, die dürfen ein bisschen. Genau. Und wir haben das jetzt nochmal neu definiert, dass wir gesagt haben, wir haben ein Sondernetz, Sammelbegriff für alles das, was wir aufbauen. Und es wird mit flexiblen Leitungen aufgebaut. Es wird alles über Steckverbinder angeschlossen. Und alle Verbindungen sind auch grundsätzlich steckbar ausgeführt. Ob das Schuko ist, PowerLock, PowerCon oder irgendwelche Spezialstecker, ist egal. Wir verdrahten aber nicht mit Kupfer und Vago-Klemmen zum Beispiel oder Lüsterklemmen, sondern es wird irgendwo gesteckt, so eine Art Lego-System. Das war eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und damit wir das überhaupt machen konnten, weil elektrotechnisch ist die Normung ja eigentlich bei der VDE und beim DKE angesiedelt, mussten wir uns mit denen natürlich organisieren und haben eben diesen Sonderbegriff Sondernetz eingeführt und haben auch gesagt, alles, was in der Veranstaltungstechnik genormt wird, ist im NVBF 4 zu finden, beziehungsweise weitestgehend im NVBF, Genau. manchmal auch im 5 oder 6. Die Grundlagen an Sicherheit kommen aber eigentlich aus der VDE. Aber wir müssen uns nicht komplett an der VDE langhangeln, um für eine Messe oder einen Kongress die VDE 0100 immer zu bemühen, weil das einfach nicht funktioniert. Es ist nicht möglich in der Praxis. Wir machen halt keine Ersterrichtung in diesem Sinne. Und das war auch der wichtigste Punkt von unserem Normausschuschef in der DKE, der hat gesagt, nehmt nicht das Wort errichten. Ihr errichtet keine Anlage, sondern ihr baut auf und ihr baut wieder ab. Und das ist sozusagen der Kompromiss, dass wir gesagt haben, wir bauen auf. Wir haben also nicht hier, mobile elektrische Anlagen werden nicht errichtet, sondern aufgebaut. Ja, Was ja eigentlich auch unser Sprachgebrauch ist. Ja, weil wenn wir irgendwo hingehen, haben wir Aufbautage. Wir haben keine Errichtertage. Genau, ich habe noch nie eine Dimmer City errichtet. Nee. Ich habe hingestellt. Ja, und zu diesem Sondernetz als Überblick mal ganz kurz, was wir alles so in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Potentialausgleichssysteme, Multicore-Systeme, PowerLock, dann jetzt die, über die wir gerade reden, oder auch Steckvorrichtungen für Beleuchtungen. Es gibt ja nicht nur Schuko, es gibt ja diverse andere Stecker, die wir auch genormt haben, die tauglich sind im Bühnenbereich, ne, als Hinweise. Und das Schöne ist, dass diese Normung in sich jetzt auch sozusagen konsistent ist. Das passt alles gut zusammen und wir können mit diesem Werk ganz viel machen, ohne das ganze Werk des VDE immer dazu zu ziehen, weil wir die wichtigen Punkte damit drin haben. Ne? Der zweite Punkt, damit das überhaupt funktioniert, ist, wir haben einen eigenen Qualifikationsbereich geschaffen, eigentlich angefangen 2004, die Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik, was mittlerweile auch in die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik übernommen wurde. Und das war die nächste Grundvoraussetzung, dass wir eben nicht irgendwelche Leute sind, die irgendwie Lust haben, was zu machen und deswegen, weil sie Lust haben, dadurch sich qualifizieren, irgendwas aufzubauen, sondern dass wir Anforderungen an die Qualifikation von Personen stellen. Auch die Möglichkeit, wenn jemand nicht Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist, dass er trotzdem Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik werden kann, dadurch, dass es zum Beispiel Bildungsträger gibt, die diese Kurse ausbilden. Auch das ist abgestimmt mit der Handwerkskammer und dem VDE, damit wir das überhaupt machen können. Und das ist die Grundvoraussetzung dessen, damit man überhaupt elektrische Anlagen in der Veranstaltungstechnik errichten darf. Ne? Genau, also die SKP 4 wird ja gerade auch revidiert. Da wird es das Schreiben auch hoffentlich demnächst mal für das Public Review geben. Und danach werden wir mit der SQQ 1 anfangen müssen, weil die wiederum sehr alt ist und tatsächlich noch komplett anderen Status hat, der diesen Neuerungen, die wir hier gerade besprechen, noch gar nicht angepasst ist. Aber das wird und muss passieren, damit wir alles gleichgezogen auf dem Level haben, sonst wird es schwierig. Wir wollen jetzt auch nicht hier in dieser Zeit die ganzen Inhalte darbringen, das können wir auch gar nicht, aber ein paar Punkte habe ich noch mal rausgegriffen, bevor Thomas auch noch ein bisschen was zu unserem internationalen Arbeiten sagt. Yes. Wann ist eine Anlage sicher und wie kann ich das sicherstellen, dass sie sicher ist? Wie kann ich das auch jemandem anders klar machen, dass die Steckdose, die jetzt hier ist, benutzt werden kann? Na, ganz oft erleben wir das und gerade die jahrelange Praxis auch von uns im Messe- und Veranstaltungs- und Tourneebereich sagt, da legt jemand eine Steckdose hin, hier ist sie.
Woher weiß ich, dass sie sicher ist? Ja, weil ich dir das sage. Na, was hast du dazu gemacht? Ja, ich habe sie selbst dahingelegt. Ja. Hast du was geprüft? Nö, machen wir nie. Haben wir gar keine Zeit zu. Habt ihr Schutzeinrichtungen? Ja, die sind dann im Verteiler. Welche habt ihr? Weiß ich nicht, aber das ist so wie immer. Ja, das sind so diese üblichen Anforderungen. Und wir haben gesagt, wir müssen Prüfungen definieren, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Gerade dann, wenn wir mobil aufbauen, unter Zeitdruck, schnell irgendwo was hinlegen, müssen wir umso mehr sicherstellen, dass es sicher ist. Aber nicht nach diesem ganzen VDE 0100 Teil 600, sondern etwas eingeschränkt mit Möglichkeiten, weil wir Schutzeinrichtungen und andere Prüfungen haben, die dem vorausgehen. Unsere Anlagen werden aus betriebsfertigen Betriebsmitteln zusammengesteckt, die allen einzeln als Arbeitsmittel gelten und einzeln sowieso geprüft werden. Mal Stichwort DGUV-3-Prüfung oder sowas. Wenn ich also jede Leitung, die ich habe, mit Stecker und Kupplung nehme und halbjährlich oder jährlich prüfe, dann habe ich da schon eine ganz andere Routine drin, als wenn ich mir eine Trommel Nymph vom Elektrogroßhandel kaufe mit 100 Metern und die dann zusammenschneide. Oder abschneide, nicht zusammenschneide, kleinschneide. Wenn ich dann was da dran klemme oder schraube, dann muss ich das natürlich vor Ort deutlich intensiver prüfen, als wenn ich schon diese Leitung fertig habe, im Lager geprüft habe und nur auf die Produktion bringe. Und deshalb gibt es auch einige Vereinfachungen. Ein zweites Thema, was wichtig ist, immer Leitungslänge, Leitungsquerschnitt. Wenn wir uns nach den üblichen Anforderungen der VDE kümmern, dann dürfte man ernsthaft eine 1,5 Schuko-Leitung, die in ihrem Grenzbereich betrieben wird, also mit 3000, 3400 Watt, tatsächlich mal belastet werden würde, nie länger als 17 Meter haben. Dann sind wir schon raus aus der Normung des VDE. Und letztendlich ist das ein bisschen utopisch für uns, zu sagen, keine Leitung im 1,5er Schuko-Bereich ist länger als 17 Meter, wenn wir sie voll belasten. Und andererseits könnte man auch sagen, ja, wir machen sie dicker. Dann sagen Leute, auch bei uns in den Prüfungsausschüssen, Meister oder Fachkraft, die sagen, ja, bei 50 Meter, dann nehme ich 4 Quadrat. Aha, und wie kriegst du dann einen Schuko-Stecker ran oder eine Schuko-Kupplung? Das passt doch gar nicht. Und da haben wir gesagt, wir müssen das mal so machen, dass es wirklich sinnvoll ist. Und auch da ist der Spannungsfall eine sichere, wichtige Größe, die aber nicht festgemauert ist mit irgendwelchen irgendwo anders definierten 3% oder 4% oder wie auch immer, sondern hängt natürlich davon ab, was ich anschließen will. Und wenn ich moderne Geräte habe, wie hier zum Beispiel, das, was hier steht, dann ist der Eingangsspannungsbereich bei diesen Scheinwerfern oder auch bei dieser Aktivbox, wenn man drauf guckt, Versorgungsspannung 100 bis 240 Volt. Wenn ich jetzt 220, 230, 212 Volt habe, ist das dem Gerät völlig egal. Da ist der Spannungsfall völlig egal für die Funktion des Gerätes. Und wenn eine Leitung länger wird und der Spannungsfall größer wird, dann habe ich vielleicht andere Anforderungen, aber nicht etwas, was das Gerät dazu bringt, nicht mehr zu funktionieren. Das war früher zum Beispiel auch anders. Deswegen haben wir das auch ein bisschen in Relation gesetzt. So, und an dieser Stelle komme ich raus. Ich würde jetzt so viel gerne noch über Details erzählen, aber jetzt geht es nochmal um das große Ganze nochmal wieder. Ne? Genau. Alles klar, ich danke dir. So, ich hole mal noch schnell aus. Hatte Sven ja auch schon gesagt, Normung ist ja nicht gleich Normung. Und jetzt gibt es noch weniger Sexappeal. Ihr seht da hinten einmal DIN, einmal DKE. Das hatten wir schon mal angesprochen. Für alle, die aus dem Ausland auf uns rauf gucken, ist eine Normung einmal existent, das ist die DIN. Für uns Interne gibt es aber die DIN, das Deutsche Institut für Normung, sitzen in Berlin, und die DKE, Deutsche Kommission für Elektrotechnik, die sitzt in Frankfurt-Main. Ursprünglich mal aus demselben hergekommen. Grob gesagt, im DIN sitzen alle Mechaniker, in der DKE alle Elektriker. Und irgendwann im Laufe der letzten 110 Jahre, ich sagte das vorhin schon, ist die Schere zwischen beiden sehr weit aufgegangen. Und natürlich möchte kein Elektriker, dass die Mechaniker von uns, die Theatertechniker, die plötzlich mit Scheinwerfern, Dimmern, Multicore-Anlagen und Potentialausgleichssystemen um die Ecke kommen, denen irgendwas reinfuschen. Zu Gehornas Zeiten, das kennt ihr alle inzwischen, hat auch jemand Forschung betrieben, wie wertig unsere Branche denn ist. Und zu, glaube ich, unser allergrößten Erstaunen ist eine sehr große Zahl bei rausgekommen. Das heißt, wir sind ein Wirtschaftsfaktor. Und mit so einer Zahl und mit so einer Aussage kann man auch plötzlich beim Präsidium vom DKE vorsprechen und sagen, Moment mal, wir sind nicht die kleine Nische, die da hinten in der Ecke als Schausteller oder als Rodi oder langhaariger Zeckenzüchter, wie ich das gerade sage, rumvegetiert, sondern wir haben durchaus, und das sehen wir ja auch hier auf der Messe, eine wirtschaftliche Priorität und Bedeutung. Also wollen wir das auch so wahrgenommen haben.
und haben, hatte ich ja schon erzählt, im Zuge dieser 15767 lange Diskussion mit der DKE. Und man hat sich dann darauf geeinigt, dass man sagt, okay, wir als Festinstallierende, grob gesagt, ist nicht ganz fachlich richtig, aber immerhin, haben keine Kompetenz in unserem Bereichsfeld, mobil, nämlich Strom aus der Steckdose. Und dann haben wir gesagt, okay, habt ihr irgendjemanden, kennt ihr irgendjemanden? Und man hat zum Schluss dann festgestellt, nee, haben wir nicht, aber wir erkennen eure Kompetenz an. Und es gab, das sieht man hier auch, das ist eine Pressrelease, ein Aufbau der ganzen am 13.03. Vom DKE eine Pressemitteilung, dass wir, der DIN-Normenausschuss MVBF und ganz besonders der NVBF 4, in diesem Sinne die deutschlandweite hoheitliche Kompetenz für diese Geschichte haben. So, das klingt jetzt total spannend oder auch nicht. Wichtig ist aber, das heißt, Das ist dass super alle, spannend. Ja, das ist nur so. Aber das heißt aber auch, dass es jetzt einen direkten Weg zur elektrotechnischen Seite zu uns in den Normen, nicht zu uns beiden, Ja, aber nee. zu uns in den Normenausschuss gibt. Und alle Anliegen können endlich mal direkt ohne Umweg über Bande bearbeitet, revidiert und verbessert werden. Wir müssen nicht mehr nachfragen. Ganz im Gegenteil, andersrum ist der Fall. Die müssen bei uns nachfragen. So, das ist quasi der Inhalt dieses ganzen Releases. Das kann jetzt sowieso keiner lesen. Deshalb habe ich es euch einfacher gemacht. Jetzt kann man die Handys zücken und dieses Pressrelease sich mal runterladen. Ich empfehle besonders die DIN, die rechte Variante, weil da sind die aufgezeichneten Normen noch dabei. Das ist so ein bisschen das interaktive Spiel der ganzen Angelegenheit hier. Dass man auch gleich sieht, Ja, genau, wer wo ist der dabei, wer ist interessiert. Und Das wo der ist der Nährwert Text. ist. Das könnt ihr auch weiterleiten. Das ist das Gute. Wir müssen ja auch sehen, dass wir sichtbar werden. Ne? Genau. Und das ist quasi das, was ihr im Vorfeld gesehen habt. So, da steht dann inhaltlich das drin, über was wir eigentlich geredet haben und was uns sehr, sehr wichtig ist und wo wir wirklich 2,5 Jahre dafür, gerade wir beide plus noch 2, 3 andere, hinter den Kulissen massiv gekämpft haben, quasi für uns, für unsere Branche, um diese hoheitliche Kompetenz zu erhalten. Da muss man bis nach Schweden, nach Amerika und sonst wohin fahren, um das alles hinzukriegen. Genau, das ist dann auch quasi der nächste Schritt. Hier seht ihr mal, wie das Ganze nochmal auf elektrotechnischer Basis, auf Normungsbasis, Entschuldigung, funktioniert. Ich hatte ja schon mal gesagt, es gibt die Mechanikabteilung, die startet bei uns in Deutschland im DIN, geht hoch zum CEN und dann zum ISO hoch und dasselbe auf der elektrotechnischen Seite DKE, CENELEC und IEC. Die sprechen normalerweise überhaupt nicht miteinander und haben echt ärgste Probleme, wenn jemand dem anderen in die Suppe springt. Dadurch, dass die DKE uns anerkannt hat und wir auch beim DKE mitspielen dürfen, hat plötzlich die Mechanikseite in die Elektrikseite gewechselt. Und dadurch, dass wir da sind, dürfen wir auch plötzlich nach oben in die europäische und in die internationale Normung gehen. Das heißt, ich kann mich jetzt mit meinem lieben Kollegen James Eade, der heute leider nicht da ist, aus UK zusammensetzen und wir können über eine gemeinsame Ausführung einer Norm, seine British Standard 7909, unsere 15767 uns unterhalten und europäisch harmonisieren. Und es was gibt wir halt- tun. Was wir jetzt auch was wir aktiv tun. betreiben. Genau. Und wir haben tatsächlich auch feststellen können, dass es Länder oder Firmen, Institutionen gibt, die das deutlich forcieren und haben wollen. Was großartig ist, weil das heißt plötzlich, dass Leute, die nach Holland fahren, irgendwann mal tatsächlich mit der gleichen Norm, mit dem gleichen Inhalt arbeiten müssen. Es gibt also keine Differenzen mehr. Dasselbe gilt auch, wenn UK natürlich zu uns kommt. Und dasselbe vice versa in jeglicher Richtung. Ein großartiger Vorteil, was bedeutet Harmonisierung, Einsparungspotenzial. Ich muss mir nicht über viele Sachen Gedanken machen, weil wir sorgen, oder beziehungsweise auch unsere Kollegen sorgen dafür, dass wir möglichst harmonisch dabei sind. Eine Mit Sache dem- noch sogar bis in die USA gekommen. Ne? Ja, das kommen Unser wir gleich. Potenzialausgleich kommt auch in der USA mittlerweile. Genau. So, dann habe ich dieses Bild. Das sieht nach einer netten Netzwerk-City aus. Die ist übrigens schon 6 Jahre alt. Das geht garantiert auch besser, aber da hat sich der Kollege sehr viel Mühe gegeben. Und dann mit solchen Bildern bin ich auf vor ein paar Jahren nach Stockholm gefahren und habe das internationale Komitee besucht, um zu wissen, wer regelt denn bei uns unsere DIN 711 oder DIN 740. Die damit unterwegs sind, kennen das bestimmt. Messen und Ausstellungen oder auch Schausteller. Und das internationale Komitee hat gesagt, wir haben so eine Bilder noch nie gesehen. Was machen Sie denn da? Ich sage, das ist mobile elektrische Energieverteilung bei uns. Das ist ein Messestand
in der Festhalle gewesen, 2019 von Mercedes-Benz. Das ist jetzt nicht gerade das Allerüblichste, aber durchaus üblich. Und ich glaube, die eine oder andere nickt doch und sagt, ja, kenne ich, machen wir. Ist alles Multicore, ist alles steckbar, ist alles mobil. 3 Wochen später ist weg. Haben wir gar keine Ahnung, dass Sie in dieser Größenordnung arbeiten. Wie geht das? Was haben Sie da? Und dann habe ich gefragt, ja, aber darüber sprechen Sie doch jetzt gerade. Sie schreiben doch gerade im internationalen Bereich eine Norm um und aus, weil Sie die Kompetenz haben. Aber wenn Sie gar nicht wissen, worum es geht, vielleicht sollten wir da mal was zusammen machen. Jo, haben sie gesagt. Das tun sie. Und eine dieser Schritte war zum Beispiel, auch wieder über Bande gespielt, es gibt eine ANSI-Norm, dessen Nummer ich leider vergessen habe in die Schlampe, wo man eine Multicore-Norm, wo man reingeschrieben hat, wie muss denn die Pin-Belegung in einem Soccerpack-Stecker sein. Und der Ami hat ganz klar gesagt, bei uns in Nordamerika gibt es aufgrund der anderen Spannungslage, der anderen Pin-Belegung 3 Versionen. Gehen Sie außerhalb von Nordeuropa, gibt es nur 2 Normen, die anzuwendenbar ist. Die britische 7909, die ich gerade gesagt habe, oder die deutsche Multicore-Norm. Das ist die offizielle PIN-Belegung, kommuniziert in Amerika. Und danach ist Ende. Das heißt, wir haben tatsächlich geschafft, eine deutsche Norm ins amerikanische Normungssystem reinzubekommen. Ohne, dass wir es aktiv gemacht haben. Ja, ohne dass wir nicht viel dazu gemacht haben, weil die haben sich umgeguckt und haben keine Alternativen gefunden. Ja. Und haben sich auch dankenswerterweise auf uns zurückgezogen. Nehmen wir es einfach mal so hin, so ist unser Traum, soll die ganze Reise auch weitergehen. Und so sollten wir sehen, dass wir weiter harmonisieren. Ich habe noch 1 Minute, jetzt kommt dann sozusagen die Quizzelfrage und die Schlussfrage. Ist ja schön, dass wir damit angefangen haben. Was planen wir noch? So, ich habe dann irgendwann mal als Halblaie die Frage gestellt, wie funktioniert es denn mit den Instagrid batteriebetriebenen Einheiten, die Strom liefern? Wie ist denn da die Sicherheitslage? Oder was passiert? Ich habe einen FOH, was schon lange praktiziert wird. Es gibt eine Einspeisung, Ton, Licht läuft selber und die Kollegen der Medientechnik bringen nochmal eine USV mit, um ihre Computer und ihre E2 oder irgendwas anderes abzusichern und bauen damit eine batteriebetriebene, unterbrechungsfreie Spannungsversorgung für den Fall der Fälle, dass irgendeiner einen Stecker zieht, damit genau diese Sachen möglichst weiterlaufen. Was für ein Netz habe ich danach? Wie sieht es auf dem Tisch des FOHs plötzlich aus, wenn in der Mitte dazwischen eine Batteriepuffer steht? Oder 3. Oder 3. Was passiert denn dann so? Das ist so eine der Dinge. Ich schmeiße das einfach mal in den Raum und lasse es mal wirken. Gerne auch nach dem Gespräch dazukommen, weil ich sehe schon, wir sind 0. Und die andere Sache, was man sich überlegt, ist DC-Netzwerke. Im Moment gibt es in der Elektroindustrie die Überlegung, direkt DC als eigenständige Netzform wieder zu etablieren. Wir reden nicht über 10.000 Volt und wir reden auch nicht über 5 Volt USB-C, sondern einen Spannungsbereich dazwischen. Inzwischen ist die erste Meldung durch, 48 Volt wird es nicht werden. Phantom Power fällt leider aus. Man guckt aber, ob das irgendwo im 200 Volt Bereich angesiedelt werden kann. Ist noch unklar, wird gefunden. Aber, ich spiele mal zurück, jeder unserer Scheinwerfer, gerade LED betrieben, jeder unserer Geräte hat eigentlich DC. Wir wandeln das ganze Zeit mit vielen Netzteilen. Mit vielen Verlusten und vielen Nervereien, viele Oberschwingungen, die entstehen im Wechselspannungsbereich. Das könnten wir alles verhindern, wenn wir im DC arbeiten. Das wäre der nächste Weg. Genau. Und unter Umständen. Ne? Also wir gucken auch tatsächlich ein bisschen weiter. Und wir freuen uns auf andere Vorschläge. Und wir haben tatsächlich nach meiner Uhr jetzt noch 5 Minuten. Wir haben ja extra 5 Minuten Reserve drin. Und ich würde da jetzt auch gerne nochmal zurückfragen. Yes. Ne? Gibt es jetzt das berühmte Thema, spontan, Achtung, jetzt kommt der Mitmacheffekt, Scheiße, Licht jetzt an im Saal. Jemand, der was dazu sagen möchte, Fragen hat oder da, guck mal. Anregungen. Ein Applaus für Jörg. Das ist seit Jahren hier ein perfekter Stage Manager. Ich habe ihn bisher so toll erlebt. Vielen Dank, Jörg. Gerade heute hast du mich richtig gut getragen. Ihr habt auf Seite 6 eure Präsentation, da hattest du gesagt, irgendwas mit Steckverbindungen, die da nicht mit reingelten. Kannst du das nochmal kurz erklären? Weiter. Nee, noch weiter, genau, weiter hinten. 6, noch weiter 8, 7, 6. Weiter zurück. Ja, da. Oh, ja, das ist ein bisschen Delay 5, hier. genau, drin. 5 ja. kann sein. Die hier? Ausgenommen sind Geräteleitung. Genau. Geräteanschlussleitung, das meinst du?
Kannst du das nochmal erklären? Ja, jedes Gerät hat ja ein Stückchen Leitung, mit dem es angeschlossen werden kann. Entweder es kommt so ein Schuko-Stückchen raus oder irgendwas, oder es ist hinten hier, zum Beispiel haben wir einen Powercon dran. Schuko-Stecker auf Kaltgeräte. Ja, oder Kaltgeräte, und dieses Stück, was zum Gerät führt, das gilt nicht als Energieversorgung, sondern das Gerät normmäßig immer in den Anwendungsbereich des Gerätes. Daher zum die Gerät dazu. Geräteanschlussleitung oder die Geräteweiterleitung. Und das darf halt auch dünner sein. Ne? Wenn ihr an kleine Geräte denkt, die haben so 2x0,75 Zuleitung mit dem Euro-Stecker. Das ist ja keine Energieversorgung, sondern das ist Geräteanschlussleitung. Es wird aber trotzdem, obwohl diese Leitung mit dem Stecker maximal 6 Ampere dürfen, in eine 16 Ampere Schuko-Steckdose gesteckt. Weil das halt zu dem Gerät gehört und dementsprechend nicht zur Energieversorgung gehört. Und das muss man halt trennen. Und das Wichtige kommt auch bei der Weiterleitung. Ja, ein Rasierapparat mit einem 1,5 Quadrat. Schuko versehen, damit das auch funktioniert. Freut mich, dass ihr alle... Und diese Weiterleitung, genau diese Daisy-Chain-Geschichten, die gibt es bei Scheinwerfern wie auch bei Boxen, Powercon, True, rein, raus oder sowas. Ne? Da hast du natürlich auch die Problematik, dass sozusagen das keine Energieverteilung im eigentlichen Sinne ist, sondern der Hersteller der Box sagt, mit wie viel darf ich durchschleifen. Und deshalb ist es keine Energieversorgung, sondern gehört in das Produktsicherheitsgesetz für das einzelne Gerät. Okay? Andere Fragen? Ja, Niki, komm. Warte mal, das Mikro kommt. Warte. Danke. Nu. Ich habe eine Frage zu den Messungen. Ja. Und zwar kenne ich aus der VDE, dass für jede Messung es auch ein letztendlich genormtes Messgerät gibt. Und bei euch habe ich in der Niederohm-Messung keine Festlegung für ein Messgerät gefunden. Da ist die Frage, darf ich das auch mit einem normalen Multimeter aus dem Baumarkt machen? Die kurze Antwort ist nein, natürlich nicht. Die Anforderungen gelten bei den Messgeräten auch ähnlich wie in der VDE 0100. Das ist die VDE 0413 für die Normnerds unter euch, die Messgeräte-Norm. Wenn es dann nicht so drin steht, dann müssen wir das noch nachfügen. Also wichtig ist, dass natürlich die Messgeräte, um Sicherheit nachzuweisen, was zum Beispiel Federschleifenimpedanz, Niederohmmessung, Isolationswiderstand, diese ganzen Fachgeschichten. Dafür gibt es diese Messnormreihe in VDE 0413 und die Messgeräte müssen das natürlich erfüllen. Ein Metex, Multimeter oder Fluke oder wie auch immer darf nicht zum Messen in Netzen benutzt werden. Auch nicht, um festzustellen, ob Spannung da ist. Das wird immer der zweipolige Spannungsprüfer sein müssen, der mit den beiden, also der in Häkchen Dusfull mit den beiden Knöpfen, der auch macht, und kein Metex oder Multimeter ist dafür geeignet und zugelassen. Das steht bei uns aber eigentlich auch so drin, beim RLO nicht, da hast du recht. Ja. Danke. Aber wir sind ja kritikfähig, ganz wichtig. Wir sind nicht allwissend. Und das ist eigentlich genau, was so eine Norm eigentlich ausmacht. Spielt halt solche Sachen zurück. Danke, Niki, nochmal dafür. Genau, und ihr seid alle ja aufgefordert, ne? Wenn euch was einfällt, was ihr in der Normung braucht, ihr könnt oder ihr solltet euch an uns wenden. Normen leben dadurch, dass man mitarbeitet. Wer nicht selbst normt, wird genormt. Wird genormt, genau. Ja? Und das ist immer so mein Leitspruch. Und jede Norm, die rauskommt, ist für jeden frei zugänglich. Und jeder auf der ganzen Welt darf diese Norm kommentieren. Egal, was er für einen Status hat, was er ist, da muss man auch nichts für zahlen. Man muss sich nur bei DIN Entwürfe einmal registrieren mit seiner E-Mail. Und dann kann man alles sagen und dann kommt es bei uns an und wir müssen alles bearbeiten. Wir müssen alles bearbeiten. Das steht ganz klar drin. Ob wir dann auch das gut finden, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber wir sind erstmal gezwungen. Bei der letzten Norm hatten wir 80 Einsprüche, das dauert seine Zeit, die zu bearbeiten. Aber nur so funktioniert es. Weil wir machen das ja auch nicht aus Idee, sondern für uns und für euch. Für uns und für euch, genau. Und deswegen bitte von euch der Applaus für die beiden, die so engagiert sind im Normenausschuss. Ja. Veranstaltungstechnik, Bild und Film, so lernt man das auch mal kennen. Vielen, vielen Dank, Sven, und schön, dich auf dieser Bühne zu haben. Ich freue mich auch immer wieder sehr. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Thomas Wadek, Dankeschön. Und ich glaube, ihr werdet nochmal mit Applaus von der Bühne begleitet. So ist das bei der LeadCon. Die Wertschätzung für diese Expertise